Und das darf natürlich auch nie fehlen. Das gestaltete Ortsschild hat jetzt schon ordentlich viele Aufkleber gekriegt. Und der schöne Bezug vom letzten Jahr hat sich leider inzwischen aufgelöst. So, und hier sehen wir mal den Zustand an den Campgrounds, direkt unterhalb vom Busbahnhof. Da haben wir also noch ordentlich Modder, aber hauptsächlich hier im Bereich der Fahrwege. Ansonsten, die eigentlichen Flächen dürften inzwischen auch schon nicht mehr so nass sein. Und hier müssen ja auch keine Fahrzeuge rauf und runter, das ist ein Riesenvorteil. Und da kann man schon sehen, da ist das Laufen schon deutlich beschwerlicher. Und die gehen jetzt schon extra in der Treckerspur. Daneben hier, da wird man komplett die Gummistiefel ausgezogen bekommen. Ja, in den Treckerspuren geht's. Außerhalb der Treckerspuren ist keine Chance, ne? Ja, der Trecker ist auch voll stecken geblieben. Der Trecker ist eben stecken geblieben? Zwei Treckern rausgezogen werden, der Dixie-Trecker. Oh, alter Falter. Habt ihr... Ja, der Bereich ist jetzt schon temporär gesperrt. Das ist auch wohl einer der Gründe, weshalb die den eigentlichen Versorgungsweg hier vorne jetzt auch für die Leute mit freigegeben haben, dass man hier rein und raus kommt. Der ist eigentlich als Versorgungsweg normalerweise gesperrt und nur für Versorgungsfahrten hier vorgesehen. Aber bei den Verhältnissen, es geht einfach nicht mehr anders. Ne? So. Wir sehen da schon DKMS. Wir sind jetzt nämlich hier in dem Bereich der Wheels of Steel. Auch hier ist aber heute natürlich schon enorm was abgetrocknet. Ich kann euch also nicht mehr den Zustand zeigen, wie er im schlimmsten Moment gewesen ist. Aber wir biegen noch mal kurz ein bisschen ab und schauen mal ein kleines bisschen. Ja, hier im Bereich Wheels of Steel ist wohl auch schon mehrfach gegrädet und abgezogen worden, dass man dann hier auch wieder noch mit dem Rollstuhl durchkommt. Da ist also einiges getan worden und man sieht auch, das geht. Bei der Anfahrt soll es hier aber auch schlimm gewesen sein. Die sind auch mit dem Trecker hier reingezogen worden, gar keine Frage. Und dass hier da besonders dafür gesorgt wird, ist natürlich auch wichtig, weil die Leute, die hier jetzt untergebracht sind, sind zum Teil überhaupt nicht gut zu Fuß oder auf den Rollstuhl angewiesen. Da braucht man dann schon Laufwege, die auch für einen Rollstuhl geeignet sind grundsätzlich. Voller Einsatz. Mein Stick ist gerade eben abgebrochen. Ab jetzt habt ihr mich wahrscheinlich wieder ein bisschen dichter vor der Kamera, weil ich das jetzt mit der hohlen Hand halten muss. Tja, Material gibt halt auch mal auf, ne? Aber der Bereich beim Full Metal Camp ist jetzt doch vollständig mit Zelten voll. Moin! Wie lange seid ihr schon hier? English? Only English. Of course, it's for World Metal Camp. Yeah. Where are you from? Sweden. Sweden? Yeah. How long are you already here? Since Tuesday. Seit Dienstag, since Tuesday. Seit Dienstag ist er jetzt schon hier. And how are the conditions? You got mud in your tents? No mud at all. No mud in the tank. Perfect. Only in the shoes, right? That's why we use the Gummistiefel. Ja, Gummistiefel ist, ne, das ist hier die Losung. Viel Spaß euch noch. Ja, die Laufwege sind hier auch behandelt worden. Der Schlamm ist abgezogen worden. Aber ich sehe hier jetzt nicht unbedingt im Boden Hackschnitzel. Aber es trocknet ganz gut ab jetzt hier. Das sind also die Motive, die besonders gut gegangen sind. Sold out, aber es gibt auch Sachen, die schon ausverkauft waren und die dann wieder back in stock sind. Der Regenponcho ist gut gegangen dieses Jahr, 2 €. Hier ist mit Gerät abgezogen worden. Man kann schön die Furchen sehen, die eigentlich die Baggerschaufel gemacht hat. Der Schlamm ist einfach weggezogen worden. Aber das hat ganz gut funktioniert hier, denn man kann hier wieder ziemlich vernünftig laufen. Und die beiden Bauzaunelemente sind jetzt sauber in den Boden eingearbeitet. Die kommen da auch so schnell nicht wieder raus. Auch hier tut sich was. Es bilden sich Laufwege. Hier ist eine Laufstrecke mit Gummimatten. Die ist schon wieder ziemlich frei vom Schlamm. Und diese ganze Gegend hier vorne, das war eine einzige Schlammbrühe, ist auch bereits dabei abzutrocknen. Wir sehen es da drüben. Da ist wohl auch mit Gerät schon gezogen worden. Das sieht eigentlich gar nicht so verkehrt aus, dass man wieder ein bisschen besser in den Campingplaza reinkommt.
Schlammschuh-Gedächtnisstrecke. Direkt am Gummistiefelverkauf. Da hinten gibt es Gummistiefel. Schlammstiefel-Gedächtnisstrecke. Also hier auf dem Plaza ist gewaltig was passiert. Hier konnte ich gestern noch quasi nur durchwarten. So, und da habe ich ein kleines Preview für euch. Meine Kamera war leider in dem Moment aus, aber ich habe eben gerade Schinken, Hugs and Kisses getroffen. Die haben es also auch aufs Gelände geschafft. Ich denke, ihr könnt euch auf ein Video von ihr freuen. Die macht es ja eigentlich immer erst nach Wacken. Ihren Kanal werde ich hier nochmal verlinken für euch mit dem Video vom letzten Jahr. Schaut mal nach Wacken, da werdet ihr garantiert auch wieder einen schönen Zusammenschnitt von Wacken bekommen. Von Schinken, Hugs and Kisses. Viele Grüße. Der Durchgang ins Infield nahe der Wasteland Stage. Auch wieder absolut begehbar. Es geht aufwärts. Ja, jetzt kommt man auch viel leichter hier in den Bereich der Wacken Art. Der Wacken Foundation. Das sind schon geile Bilder hier. Ein sehr schönes Sinnbild. Und das Wasteland ist auch wieder betretbar. Sogar sehr gut betretbar. Offensichtlich muss die Nachtwache eingesperrt werden. Ich finde es immer wieder klasse, was für eine Energie hier in die Kostüme reingesteckt wird und in die Fahrzeuge reingesteckt wird. Das ist einfach, das ist schon wieder ein komplett anderer Auftritt als letztes Jahr. Rest in Cheese. Und die Fahrzeuge stehen hier nicht nur, die fahren auch morgen Parade. Da wird wirklich alles verarbeitet, vom Küchensieb zur alten Gasmaske. I have another fight. Dude, have you been drinking? I told you to have the fight. Fight! 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 Wow, we have the first
Wenn da drüben auf der Wasteland Stage schon Soundcheck gemacht wird, haben wir jetzt hier aus dem Technikmuseum Speyer, macht hier auch Showruns, also lässt den Motor laufen. So, da will ich jetzt mal mit euch rein in den Farmers Market. Hier sind wir im Bereich des Farmers Market, der dieses Jahr etwas größer ausfällt, noch mehr Marktbeschicker hat. Und die hier auf dem Farmers Market sind, die kommen wirklich aus der Gegend, weil da unten steht nämlich Bredstedt. Ihr kommt aus Bredstedt. So, und ihr verkauft hier so richtig schöne Leckereien, sehe ich schon. Aperitivos. Oh, man kann auch probieren. Da muss ich doch jetzt tatsächlich einfach mal. Da kann man dann auch mal probieren. Ja. Hat sie jemand auf Instagram geschrieben? Danke dir. Ich habe kein Instagram. Ich bin aus eigenem Antrieb bin ich hierher. Aber bist du die Tochter? Ich habe, glaube ich, einen Kommentar gehabt. Ich bin Echt? die Tochter. Du bist die Tochter? Das ist jetzt meine Mutter. Sie hat ganz Viele liebe Grüße an die Mami. Herrlich. Nee, die hat nicht auf Instagram geschrieben. Die hat tatsächlich einen Kommentar auf YouTube bei mir auf dem Kanal hinterlassen. Ich soll doch unbedingt mal in den Farmers Market gehen und die Tochter grüßen und so. Das ist meine Mutti. Guck mal, so klein ist die Welt. Das funktioniert. Das funktioniert einfach. Ich finde das toll. Und ihr habt tolle Sachen. Ich habe das jetzt eben gerade probiert. Das ist wirklich lecker. Ellas Bredstedt. Ellas Bredstedt, ne? Das soll jetzt natürlich nur ein Ausschnitt sein aus dem Programm. Also nach Herzhaft haben wir jetzt hier auch noch mal die süße Fraktion. Ein Donut mit einer Kugel Eis nach Wahl und Sahne und Soße für 5 €. Das muss ich sagen, das finde ich gar nicht so verkehrt gepreist. Ne? Also pro Donut 50 Cent an die Wacken Foundation. Hervorragend. Klasse. Ich konnte nicht widerstehen. Krümelmonster hat mich so angeguckt. Echt lecker. Ja, ist schon ein bisschen ein Angebot. Ihr habt einen Tiefkühlwarenhändler. Da vorne Harrys Brot. Grillwurst sehe ich hier vorne im Mainhof. Die haben auch alle möglichen Molkereiprodukte dabei. Die anderen Stände habe ich euch ja eben schon im Großformat mal kurz gezeigt. Hier haben wir ein bisschen die Gemüsefraktion. Westhof Bioladen. Also im Farmers Market kriegt man schon ein bisschen was. Ja, und dieser Stiefelhändler hat dieses Jahr gute Geschäfte gemacht. Die Gummistiefel dürften sich gut verkauft haben. Sogar so gut, dass hier noch ein paar einfach so in der Gegend rumliegen. Vielleicht haben die irgendwelche Fehler. Was ist mit den Gummistiefeln, die hier rumliegen auf dem Fußboden? English. What about the boots that are only lying on the ground? Are they defect or something? This one, Yeah? we're gonna pick them one by one after the festival is over. Ah, Clean them and get them ready for the yeah, but they're still intact. They're still good. Yeah, sure, okay. good. But our happy customers line up. Yeah, of course. I already took a picture of that. I took video footage because it's getting on my YouTube channel. So it's okay for you to be on YouTube? For sure. No problem. Perfect. Jacka Jones. Jacka Jones. Every year. And how good was the business with the boots? Business, quite good for 2 Brilliant, days, right? and at the moment the sun is out and we Yeah, start making yeah. tattoos all over. Yeah, right now I think you will lose some business on that part, but the other part will I gain. won't say I don't know if we'll lose, but for definitely we won't gonna earn from it. Yeah. But all goods. We're happy to help all the Wacken people that ride with Yeah. boots. Yeah. Happy customer line, as you said. Thank you. Thank you. So, und da haben wir sie nochmal von der Rückseite, die Happy Customer Line. Und hier haben wir die Original Arschkarte. Bitte? Ich kann nicht singen. Es gibt eine Menge Sachen, die ich nicht kann. Nee, das ist nicht. Ich nehme kein Egal an von einem Mann, der hier rumläuft und sagt, berühre mein Horn. Kannst du in die Puppe schmatzen. Das ist nicht egal. Das wird später in der Psychiatrie, wirst du sehen. Nicht alle Dinge sind egal. Ja. Ich nehme EC-Karte, ja. Ich habe keinen Schlitz zum Durchziehen, aber ich arbeite dran. Ich habe... Bitte was?
Hören Sie auf, Sie sind schmutzige Dame. Sie rauschen sich den Mund mit Seife aus. Pfui! Ich ende mit einem Gedicht, weil ich weiß, dass diese große Party enden wird. Lasst uns noch 10 Sekunden der Menschen gedenken, die es nicht geschafft haben. Menschen aus aller Herren Länder, die angereist sind, in den Campingwagen. Und irgendwie hat es nicht geklappt. Sie sind zu Hause. Hoffentlich ohne Bitterkeit. Wir sehen uns wieder morgen. Tschüss. Ja, da war ich heute ein bisschen spät dran für Thorsten Sträter auf der Jungle-Bühne. Ich habe ihn jetzt aber trotzdem noch so von der Seite durch den Vorhang noch mal auf dem Ende noch mal filmen können. Vorher schon eine ganze, er ist genial. Er ist der Meister, der Virtuose des Endlossatzes, wo man sich immer fragt, wo geht der Satz hin, wo endet er, wie geht es weiter, was soll das Ganze uns überhaupt sagen? Ich kann es aber nicht so gut wie er. Regen lieben wir. Danke, Wacken! Ihr werdet eine Stimme hören, die ihr hier was ihr ganz selten gehört habt. Ihr denkt, ihr lauft vorbei und der Typ will euch nur irgendwas verkaufen. Hier gibt es nichts zu verkaufen, hier gibt es gute Stimmen. Richtig gut. Wir hatten hier schon ein paar großartige Leute, aber sie gehört auch zu den Top 5, würde ich sagen. Ich war nicht immer da und man hat mir gesagt, das waren auch Leute in meiner Abwesenheit toll. Auch hier, wir wollen alle zu Iron Maiden, Trash Metal Project, Hashtag 17 Ziele, macht Feierabend. Aber sie wird jetzt mit eingepackt, sie kommt morgen früh wieder raus. Und los, Klappe runter. So kann das gehen. Das Rescue Ship hat Zuwachs bekommen. Jetzt gibt es auch noch eine Burg. Und es steht immer noch. Thousands of years ago, one group of so-called civilizations attempted to wipe out another civilization. We think we invented that shit in the last century, in this century. No, human beings have been assholes for thousands of years, alright? But the great thing about it is, it doesn't work. Because they tried to kill the Celts as much as they wanted, but what you can't kill, you can kill people, sadly, but you can't kill language, you can't kill culture, you can't kill songs and music and art and family. And people still try, but I know and you know that they won't succeed. So this is the death of the Celts, but not quite.
come back and do another gig with a time machine. Great, amazing. An amazing night. Listen, we want to thank everybody who put this festival together and made it possible. A lot of people would have given up, a lot of people would have cancelled it, but no, they stuck with it, and you're here, we're here. This is fucking, what a great night, you know. I want to thank all of our road crew, the amazing Killer crew, who make all this possible, work their asses off in the mud and the blood and all the rest of it. So, let me hear a big cheer for the Killer Crew! And last but not least, I want to hear a special thank you from this man, Mr. Nico McFucking Brain, alright? We will see you again. That I promise. Have a great night, and well, none of you are going home, so look after yourselves. Stay warm. Japanischer Kämpfer. Hört ihr nix? Der Ton bei Wardruna ist plötzlich schlagartig komplett ausgefallen. Die Band hat es noch nicht gemerkt, die macht nämlich noch weiter.
Hintergrund hören wir die letzten Töne von Bloodbath. Das war heute wieder ein spannender Tag. Es ist kaum zu glauben, aber es ist schon wieder Freitag. Das heißt, nee, inzwischen ist schon Samstag. Das heißt, heute ist bereits der letzte Tag mit Konzerten vom Wacken Open Air. Am Sonntag nur noch Abreise. Für die Abreise sieht es aktuell aus meinen Augen tatsächlich relativ gut aus. Das sollte nicht die großen Probleme geben. In Einzelfällen sicherlich, aber auch da werden sich Lösungen finden. Die meisten Flächen sind inzwischen schon ganz gut abgetrocknet und wir kriegen noch mal ordentlich ein paar Stunden Sonnenschein da drauf. Das wird werden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da und wer nicht abonnieren will, ist nicht so schlimm. Aber ihr verpasst keins meiner Videos mehr und ich freue mich über jedes eurer Abos. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael.